Also ich sag mal, ich bin der Drummer, der meinen Takt spielt und nicht irgendwo, ich spiele nicht in einer Band, die Firma heißt und ich bin da irgendwie die letzte Kolonne, sondern ich finde, du bist für dein Leben verantwortlich, du bist irgendwo jemand, der sagt, wo es lang geht und ein Job muss sich ins Leben integrieren und nicht das Leben nach dem Job richten. Das ist meine Haltung. Also wenn mich einer fragt, was wolltest du als Kind werden, dann sage ich Winnetou, sonst nichts. Also Automobil oder Lokomotivführer, den ganzen Spökes hatte ich alles nicht. Ich wollte immer nur Indianerhäuptling sein. Bist du aber nicht geworden? Doch. Ich finde, ich bin ein Häuptling. Also ich bin jemand, der letztendlich Häuptling ist und sein Leben so lebt, wie er es gerne leben möchte. Und das ist für mich ein Häuptling, der also eigenständig, selbstbestimmt sein Ding macht. Und idealerweise hat man auch einen Stamm und eine Familie oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich finde, ich mache irgendwas, wo ich Menschen Freude mache. Ich mag meine Mitarbeiter und habe gerne Menschen um mich, bin gerne mit Menschen zusammen. Und insofern bin ich eigentlich ganz happy. Aber wie gesagt, das könnte ich auch in einer anderen Struktur machen. Jetzt ist es Agentur und wie gesagt, da ich ja mein Leben liebe und nicht mein Job, ist mir egal, was ich mache. Ich mache es auf jeden Fall gut und gerne und in der Regel auch erfolgreich und darum geht es ja. Dieses Infragestellen von tradierten, strukturierten Abläufen. Ich sage erstmal, alles wird erstmal in Frage gestellt, ich denke es neu und wenn ich einen guten Weg gefunden habe für mich, dann mache ich den. Und das Buch ist das Beschreiben eines persönlichen Weges, wie ich es mache und jeder ist herzlich eingeladen, mich zu kopieren. Ist sogar lizenzfrei. Ist dieses Buch, ne? Richtig. Das halten wir mal ganz kurz plakativ in die Mit Kamera. dem Liegestuhl, genau, ja. Übrigens eins der meist verschenkten Bücher auf Amazon zu Weihnachten, weil meistens haben es die Frauen ihren Männern geschickt und gesagt, mach's doch mal wieder Frankie. Und ich musste auf den Lesungen immer ganz viel schreiben, für Uwe, für Klaus, denk an die Familie, komm doch mal früher nach Hause. Also ich glaube, viele Männer finden mich nicht so lustig, aber die Frauen finden das toll und sagen, der Typ hat irgendetwas verstanden, wie man Familie oder Partner, muss ja nicht nur Familie sein, natürlich auch Partnerschaften, die entsprechend funktionieren müssen und einer ist vielleicht auf dem falschen Streifen unterwegs. Also ich glaube, ich habe ein paar Menschen glücklicher gemacht und zu einer neuen Haltung bewegt. Und das macht mich happy. Alleine dafür war es schon wert, das Ding zu schreiben. Ja, und das ist ja auch eins meiner Thesen, zu sagen, also alle mal cool down. So bedeutend sind wir alle nicht, dass die Welt sofort in eine Schieflage gerät, weil Herr Behrendt jetzt mal eine Stunde nicht am Handy ist. Also da muss man auch wirklich, sag mal, eine eigene Wahrnehmung haben und sagen, am Ende des Tages bin ich auch nur letztendlich ein Clown in der Zirkusmanege, vielleicht nicht so ganz unerfolgreich, aber nicht der die Welt jeden Tag rettet. Also da gibt es James Bond. Wie definierst du dann den Erfolg für dich selber? Ach, Erfolg ist immer ein großes Wort. Also ich finde, erfolgreich bin ich dann, wenn ich ein Leben führe, das mir gefällt. Dann bin ich erfolgreich in meinem Leben. Also mir ist es am Ende des Tages wichtiger, ein Leben zu führen, das mir Spaß macht, wo ich happy bin. Und eine glückliche Familie zu haben, ist für mich ein größerer Erfolg, als einen Pitch zu gewinnen. Ich würde auch immer zum Beispiel, wenn ich mich, das ist ja immer die Frage, wo man sagt, okay, ja, du sagst ja lieber dein Leben und nicht deinen Job, aber du musst ja auch arbeiten, ja. Aber wenn die Grenzfrage kommt, gehst du am Geburtstag deiner 6-jährigen Tochter mit ihr und ihren Freundinnen zum Kindergeburtstag oder wenn ein Kunde sagt, jetzt ist ein Pitch, kannst du Millionen verdienen, gehst du hin. Ich kenne viele, die sagen, tut mir leid, ich kann nicht zum Geburtstag, macht die Mami, ich gehe zum Pitch. Ich würde zum Geburtstag gehen. Und wenn der Pitch dann eben nicht stattfindet, dann findet er nicht statt. Dumm gelaufen. Aber das ist für mich Priorisieren von persönlichen Dingen, die einem wichtig sind. Man muss sich im Leben immer entscheiden, bei allem. Und für mich ist das Privatleben und meine Familie nun mal wichtiger als alles andere. Punkt, Feierabend. Also ich glaube, das Storytelling, was wir alle groß hier verkünden oder das tolle Content-Marketing, sollte auch selber anfangen. Wo ist deine Geschichte? Was macht dich besonders? Was hast du zu erzählen? Und bitte mehr als das Runterbeten eines Lebenslaufes, der ja meistens auch nicht gerade ruhmreich ist. Aber Star Wars sollte man kennen. Bei mir hilft das weiter. Also wer Han Solo nicht kennt, hat schon mal direkt ein Problem. Und ich sag mal, Hans wer? Ja, genau. Hans Solo, was? Wie? Ende, Gespräch abgebrochen. Ich muss weg. Genau, ja. Ja, absolut.